Makermaut Sewing. Nähen mit der Maus. Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Makermauts und heute will ich euch einen kleinen Passform-Tipp beim Nähen von euren eigenen Masken zeigen oder auch für eure Liebsten. Und zwar habe ich mir eine genäht und sie passt mir natürlich nicht perfekt, weil jedes Gesicht ist ein bisschen anders. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Also wenn ihr das hier so seht, erstens ist das hier viel zu weit unten. Wenn ich das fester machen würde, dann zieht es mir meine Ohren so zurück, das tut nach der Zeit weh und so rutscht mir die Nase runter, ist auch nicht perfekt. Ansonsten könnte ich natürlich das hoch machen, dann schaut schon ein bisschen besser aus, einfach hier einen Abnäher rein. Aber wie gesagt, hier passt es nicht richtig und wenn ich das strenger mache, ist es auch nicht gut. Das heißt, ich muss was machen, damit es besser passt, und zwar habe ich dann einfach gesagt, wenn das Teil hier einfach hier wäre, hier am Ohr, wird es besser passen und auch halten. Deswegen habe ich einfach gesagt, ich nehme mir hier so ein Stück Stoff und hebe es hier zum Ohr hin. Genau. Und das mache ich jetzt mit Klammern fest. Das lege ich mir jetzt hier so an, so wie die Originalform ist, und zeichne mir den Stoff hier so rüber. Dann war der ungefähr so viel zu breit, also hier war ja diese Lücke, das heißt, das wird weggetan, also weggekürzt. Das heißt, ich brauche so eine Breite von diesen beiden, ungefähr so breit, würde ich jetzt mal sagen. Und hier unten war es auch ein bisschen zu locker. Das heißt, ich ändere hier noch die Form und verbinde dann diese Linie. Und diese Form müsste jetzt mir ganz gut passen. Ich habe die Maske jetzt nach dieser Form auch schon mal gemacht. Irgendwie ist sie da ein bisschen nicht rund genug geworden, das sieht man auch beim Tragen. Aber im Großen und Ganzen ist sie ziemlich die Form und sie passt auch ganz gut, das zeige ich euch gleich. Ich wollte euch jetzt nur noch zeigen, wie ich sie genäht habe. Also ich habe hier ein Stück verlängert, damit ich hier einen Tunnel reinbauen kann. Ich finde es nämlich besser, wenn sich das hier noch so ein bisschen zusammenziehen kann, wenn es doch nicht so hundertprozentig passt. Genau, und hier könnt ihr dann eben auch zum Beispiel so Jersey-Nudeln reinmachen. Das heißt, ihr schneidet euch so einen Streifen Jersey einfach runter und zieht den zusammen und schon habt ihr sowas. Genau, das ist, wenn ihr kein Gummi mehr bekommt, könnt ihr eben das verwenden. Und ich habe hier noch das doppelt genommen und hier noch ein drittes rein, das wo ich ein bisschen kleiner gemacht habe, damit ich hier noch einen Filter reinstecken kann. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Ich bin kein Mediziner, aber ich fühle mich dadurch wohler. So, und hier zeige ich euch noch die fertige Maske mit den Änderungen. Sie ist noch nicht perfekt, also hier habe ich ein bisschen zu viel Stoff hingemacht, aber sie passt hier gut. Ich habe sie auch schon 2 Stunden am Stück draußen aufgehabt. Es drückt mich nichts, also es ist echt gut zum Tragen. Ja, ich glaube, so ist das ganz in Ordnung. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen und viel Spaß beim Maskennähen. Tschüss!